Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi. Heute geht es um die Bereitschaftshaltung. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Wir werden in dieser Serie viel aus bestimmten Bereitschaftshaltungen schießen. Was eine Bereitschaftshaltung ist, beziehungsweise welche wir verwenden und welche woanders besser angebracht sind, erzählt euch jetzt einmal kurz der Rosi, würde ich sagen. Wir gehen mal zur Seite, dann kannst du hier loslegen. Ich mache mich schnell fertig. Yep. Okay, Bereitschaftshaltung gibt es unterschiedliche, einfach von dem Zustand, in dem wir sind. Wir sind zum Beispiel auf Patrouille unterwegs, was auch immer. Da kann ich ganz gemütlich gehen. Das nennt sich dann auch die Patrouillenhaltung militärisch oder Sul. Sul ist portugiesisch, steht für Süden, also Mündung nach unten. Kennen wir auch bei der Pistole. Sturmgewehr ist eigentlich genau das gleiche oder automatische Waffe. Ganz gemütliche Haltung. Wir können die Waffe absetzen. Aus dieser Haltung können wir trotzdem alles machen. Wir könnten sofort schießen, wenn es sein muss. Dauert einen Ticken länger als aus der nächsten Bereitschaftshaltung. Aber ich denke mal, die Patrouillenhaltung oder Sul ist einfach, oder? Magst du die Sul gerade für die Pistole auch noch zeigen? Ja. Das ist die modifiziert Sul. Das ist eigentlich das, was wir nur noch machen. Das alte Sul, das ist sehr ungünstig. Ich werde vielleicht noch mal zeigen, oder ihr müsst es einfach so wahrnehmen. Die Waffe ist nicht wirklich unter Kontrolle. Ein Griff, dann ist sie weg. Deswegen heutzutage macht das eigentlich jede moderne Polizei oder auch Militär, dass wir sie modifiziert nehmen. Aus dieser Haltung kann man halt alles machen. Man kann kämpfen und ich habe Kontrolle und ich bin genauso schnell. Wenn ich jetzt in Anschlag gehe, bin ich genauso schnell wie von hier. Ich habe also nichts verloren, nur Sicherheit gewonnen. Perfekt. Nächste Bereitschaftshaltung, und das ist jetzt in der Eskalation gleich ein Riesenschritt nach vorne, ist, ich gehe in die Low Ready. Low Ready heißt, hier vorne habe ich meinen Bereich. Theoretisch könnte unten von Boden her, da ist ja eine Senke, könnte jetzt einer auftauchen. Low Ready heißt tiefe Bereitschaft. Das heißt, ich senke meine Waffe so weit, wie ich brauche, dass ich alles sehen kann. Jede Bewegung kann ich wahrnehmen. Wenn eine Handgranate reinfliegt, ich kann alles wahrnehmen und bin trotzdem sehr schnell. Ich favorisiere natürlich die Low Ready, weil sie nur eine Bewegung hat, im Gegensatz zur High Ready. Wenn ich in die High Ready gehe, das ist die richtige High Ready. Das heißt, ich gehe nach vorne, habe ein bisschen abgedeckt, aber ich kann trotzdem reagieren. Aber ich habe zwei Bewegungen. Aus der High Ready habe ich zwei Bewegungen, nämlich ich muss einmal nach vorne gehen, dann haben wir schon mal gesprochen über den Index Point am Kinn, schlag dagegen und muss dann die Waffe in Anschlag bringen. Sie hat auf jeden Fall immer noch ihre Berechtigung. Das nächste ist North oder der Hochanschlag. Das mache ich zum Beispiel tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwo im Flur bin und ich squeeze, berühre meinen Vordermann und der führt mich. So, und jetzt gehen wir und er geht zur Seite, ich übernehme und können jetzt arbeiten. North ist eine Sache, vor allen Dingen, wenn ich die Hand frei habe. Ich nehme North auch sehr, sehr häufig, wenn ich schnell laufen muss. Über eine weitere Strecke, dann kann ich halt meine Arme ziemlich normal bewegen. Und halt für eingeengte Räume. Auch, aber da könnte ich auch in die Patrouillenhaltung oder Sul gehen. Für uns dienstlich ist natürlich auch eine Sache, wenn wir jetzt über High Ready sprechen. Ich würde jetzt, auch wenn das mein Favorit im Häuserkampf ist, wenn ich jetzt irgendwo hinter einem Fahrzeug oder hinter einer Mauer bin, da macht natürlich Low Ready keinen Sinn. Ja. Ich gehe nach oben, bleibe irgendwo hängen. Das ist ein Beispiel, wo ich sehr, sehr häufig in die High Ready gehe. Okay. Und dann noch very oldschool ist das in Anschlag gehen. Seht ihr aber immer wieder. Im Grunde genommen, wenn man das machen wollte, müsste man die Waffe entsichern und hat dann nur den Finger gestreckt oder am Abzug. Auf jeden Fall
Es hat seine Berechtigung. Ich selber mache das nicht. Ich kenne auch keine Einheit, die es noch macht, in Deutschland jedenfalls. Okay. Wie ist es beim Personenschutz? Sieht man auch häufig, dass die Pistole nach North gehalten wird und auch relativ nah am Kopf. Magst du dazu auch kurz was? Das ist nicht nur Personenschutz. Auch da gibt es natürlich eine Berechtigung. Fast alles mache ich in der Suhl. Wenn ich jetzt also einen Partner vor mir habe. Es gibt aber Situationen, wenn der Partner zu dicht dran ist, dass ich gar nicht die Waffe richtig in Anschlag bringen kann. Und da geht man in die North. Und bei der North, das wurde früher mal ein bisschen komisch ausgebildet. Ne, das hier ist keine North. Ganz kleines Stück weiter bin ich an der Schläfe und könnte mir einen halben Kopf wegschießen. Heute sagt man, den Daumen auf Höhe der Schläfe und jetzt arbeite ich mich so weit nach vorne. Hat auch einen anderen Vorteil. Wenn ich jetzt im Nahbereich bin, könnte ich auch sofort, wenn ich nicht schießen kann, zuschlagen. Okay. Dann hätten wir noch die klassische Sportschützen 45 Grad Vorhalte. Ist ähnlich der Low Ready im Endeffekt. Ne, die gibt es auch dienstlich immer noch. Ne, das heißt militärisch jetzt die Kontaktstellung. Das kann man so machen. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt aus dieser Position in Anschlag gehe, sehe ich als allerletztes mein Korn. Oftmals ist das viel günstiger, wenn ich jetzt in die Position 3 gehe, werden wir aber nochmal tatsächlich übersprechen. Jetzt gleich. Wenn ich in der Position 3 bin und ich bringe die Waffe nach vorne, habe ich viel schneller das Korn. Bedrohung kann man auch noch übersprechen. Was dagegen spricht, ist natürlich, wenn ich jetzt vorgehe, zeigt die Mündung in eine Richtung, die natürlich sicher sein muss. Aber da könnte man genauso jetzt beim Vorgehen die Waffe kurz einziehen und dann wieder raus. Das ist alles möglich. Aber wenn wir jetzt nochmal über die Bereitschaftshaltung Pistole sprechen, können wir das auch mit den Ziehen schon abarbeiten. Denn das hier ist auch schon eine Bereitschaftshaltung. Ich habe die Waffe richtig in der Hand und könnte jetzt auch ganz unauffällig noch mit jemandem sprechen, kriegt er gar nicht mit. Aber ich kann ziehen. Das zweite ist die 2. 2 heißt, ich bin raus aus dem Holster, könnte wieder alles machen. Wenn ich jetzt schießen muss, bräuchte ich nur den Ellbogen ein bisschen runterbringen und könnte jetzt den absoluten Nahbereich hier schon schießen. Das heißt, die 2 ist, Waffe ist gerade aus dem Holster. Die nächste wäre jetzt die Position 3. Ich bilde halt aus Kimme zum Kinn, also dass man wirklich hoch ist. Das ist keine richtige 3, das ist eine richtige 3. Und dann kennen wir natürlich die 4, ist klar. Das ist der Anschlag selber. Aber man kann auch die nahe 4 machen. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wenn wir nochmal über das Pistolenschießen sprechen. Jetzt kann ich den Fokus nach vorne nehmen, ich muss schießen, dann bringe ich halt 10 cm die Mündung nach vorne und kann abarbeiten. Okay. Bleibt nur noch bei der Langwaffe, was ich jetzt noch kenne, wäre noch die Compress-Geschichte. Da haben wir vorhin drüber mal gesprochen beim Essen. Magst du da kurz was zu erzählen? Ja. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, die Waffe einzuziehen. Für mich ist das so, wenn ich jetzt Kfz-Drills mache, ich sitze im Fahrzeug, muss nach vorne schießen, dann nehme ich die Kanone zurück und könnte jetzt so weit wie ich muss die Waffe nach vorne bringen und sofort schießen. Ja. Das ist für mich nur der Weg dorthin zurück. Ich selber schieße sehr ungern oder arbeite sehr ungern im Gebäude. Der Nachteil ist, mit einem ganz kleinen Griff ist die Mündung unten. Mhm. Kann ich jetzt sagen, ist es falsch? Nein, auf keinen Fall. Ist ein bisschen Geschmackssache. Was andere machen, wenn sie jetzt hier um die Ecke gehen, sie gehen hier rum, wenn jetzt einer an die Waffe greift, könnte ich halt sofort zustoßen. Selbst wenn ich nicht schießen kann, könnte ich mich auf jeden Fall gut wehren. Ja. Okay. Also ist ein bisschen Geschmackssache. Es ist auf keinen Fall verkehrt. Es ist halt nicht mein Weg. Super. Fällt dir noch eine ein, die noch erwähnenswert wäre? Nee, erwähnenswert nicht. Es gibt, je nachdem, wenn ich jetzt im Hubschrauber arbeite oder wenn ich aus maritim... John Wick. Auf jeden Fall gibt das ja schon angepasst an verschiedene Situationen. Wenn ich im Grabenkampf bin, da muss ich die ganzen Bereitschaftshaltung ein bisschen anpassen. Aber im Grunde genommen sind das die hauptsächlichen und da kommen dann die Ablagen dazu. Perfekt, super. Ja, ich denke, damit haben wir unsere Zuschauer gut vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Denn jetzt geht es an die Basics Rifle und Pistol. Erst Pistol, dann Rifle. Und dann haben wir noch ein paar Advanced Techniques für euch. Ich denke, das wird eine coole, spannende Nummer. Rosi, was meinst du? Ja, für mich nicht so, aber wenn es für euch spannend ist, ist es gut. Für mich ist es halt mein täglich Brot. Ja, natürlich. Nee, aber ich denke, das wird sehr interessant. Also auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr Fragen habt zu diesem Video oder auch zu den folgenden Videos, immer in die Kommentare schreiben. Wir sammeln das alles. Am Ende der kompletten Serie werden wir alle eure Fragen beantworten. Also auch nicht ungeduldig werden, wenn wir sie nicht direkt beantworten. Das will ich nämlich mit dem Rosi abstimmen, dass es wirklich auch qualitativ hochwertig beantwortet wird. Und ansonsten schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr alle unsere Sponsoren, wie auch am Anfang und am Ende aller Videos, die uns hier helfen, diese Serie zu realisieren.
Vielen Dank an dieser Stelle. Und dann sind wir raus. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.